Ich finde an dieser Guillotine besonders interessant und faszinierend das Widersprüchliche, dass Menschen ursprünglich dachten, sie erfinden damit etwas Fortschrittliches und Humanes und Gutes für die Menschheit und dass sich das dann aber auch in seiner Kehrseite zeigt, wenn es in die falschen Hände gerät. Und ich glaube, dass wir Menschen ja immer wieder dazu neigen, dem Fortschritt zuliebe Dinge zu erfinden und erst später darüber nachdenken, was es noch für Folgen und Konsequenzen haben könnte. Es gab 1881 eine Anfrage vom Königlichen Staatsarchiv in Idstein. Die wollten wissen, ob man hier in Nürnberg eine Guillotine gebrauchen könnte. Und weil es im Museum noch keine Guillotine gab, war man interessiert. Im März 1881 hat die Guillotine Nürnberg erreicht. Und ja, sie war leider von Anfang an nicht ganz vollständig. Also es fehlte das Zugseil, es fehlte der Tisch, auf den der Hinzurichtende gelegt wurde. Und es fehlte auch der ganze Unterbau, also das sogenannte Schafott. Also man denkt ja immer, die Guillotine sei eine Erfindung der Französischen Revolution. Also ein Fallbeil gab es schon seit dem Mittelalter. Ziemlich bekannt ist das Fallbeil von Halifax oder auch die schottische Maiden. Das sind solche Fallbeile aus dem 13. und aus dem 16. Jahrhundert. Also man hat daran angeknüpft. Und das war im Jahr 1789, im Jahr der Revolution in Frankreich, ein französischer Arzt und Politiker, der Joseph Ignace Guillotin, der hatte die Idee, dass man eine Hinrichtungsmethode erfindet, die auch dem Prinzip der Gleichheit, also einem der großen Schlagworte der Revolution, der Egalité, entspricht. Es war vorher so, dass die Hinrichtungen sehr unterschiedlich waren, je nach gesellschaftlichem Stand. Also ein Adliger wurde anders hingerichtet als ein Bauer, aber es unterschied sich auch sehr nach verschiedenen Straftaten oder auch nach Regionen. Und das sollte angeglichen werden, sollte gleich werden, aber es sollte auch humaner werden, also schneller und schmerzfreier und im Grunde auch effizienter und kostengünstiger. Und dann war es tatsächlich ein deutscher Klavierbauer, Tobias Schmidt, der hat die erste Guillotine gebaut. Und die wurde dann getestet an Tieren, an Leichen, bevor sie 1792 so weit war, dass tatsächlich der erste Mensch mit ihr hingerichtet wurde. Man rechnet mit Zahlen bis zu 20.000 Hingerichtete durch die Guillotine. Und im Grunde dieses Symbol der Guillotine, dass sie erstmal für Gleichheit und Humanität stand, das änderte sich vor allem in dieser Zeit des Terrors, das im Grunde hinführte zu einem sehr maschinellen, auch weitgehend entmenschlichten und sehr leicht gemachten Töten. Und im Grunde war die Guillotine als Hinrichtungsart noch sehr lange, bis weit ins 20. Jahrhundert in Gebrauch. In Deutschland wurde die Todesstrafe 1949 abgeschafft. In der BRD, in der DDR war das 1987 der Fall, mit den letzten Hingerichteten 1981. In Frankreich wurde die Todesstrafe 1981 abgeschafft. Wir haben heute eine ganz andere Perspektive auf die Zeit, auf Hinrichtung und Todesstrafe. Aber sich vorzustellen, wie dann eben auch die Massen zusammenkamen, die große Menge, die vor der Guillotine, um die Guillotine stand, um sich die Hinrichtung anzuschauen, die zum Teil vielleicht mitgelitten hat mit dem Hinzurichtenden, die aber ja auch eben einfach ein Gemeinschaftsgefühl hatte, vielleicht auch manchmal Freude am Grauen hatte. Vielleicht war das eine Art Ventilfunktion, ja auch eine Bestätigung der Staatsmacht oder der Funktion eines Staates darin sehen konnte. Also sich da ein bisschen hineinzudenken, das ist eben auch Aufgabe solcher Objekte oder was wir hier im Museum vermitteln möchten. Da sind noch mehrere offene Fragen, die wir bislang nicht so richtig beantworten können. Wir haben jetzt die Chance, dass wir sie abbauen müssen, weil hier im Germanischen Nationalmuseum das ganze Gebäude saniert wird. Und mit diesem Abbau bietet sich die Möglichkeit, sie noch mal etwas genauer zu untersuchen. Und wir suchen jetzt eben auch einen neuen Aufstellungsort. Das ist gar nicht so leicht, aus praktischen Gründen wegen der Größe, aber eben auch um den richtigen inhaltlichen Zusammenhang zeigen zu können.